So neu nicht. Also schließlich schlägt das Christentum sich seit 2000 Jahren damit rum, dass einige Leute Schafe und die andere Böcke sein sollen, dass an irgendeinem Zeitpunkt... Wir sind die Evangelikalen und die Lass mich mal ein bisschen weiterreden, Junge. Ja? Also, dass es so eine Scheidung gibt zwischen Guten und Bösen, dass sie alle in die Hölle kommen und dieses ganze Zaubertheater. Ja, das ist ja nicht neu, das ist bei Ihnen nicht neu, bei uns nicht neu, das kennen wir. Und dass es auch in der katholischen Tradition sowas wie theokratische Staaten gegeben hat und auch da und dort immer wieder gibt es auch nur. Und was ist auch altbekannt. Und was Herr Scholler-Thur sagt, da bin ich absolut Ihrer Meinung, sind Sie zu stark, sind wir zu schwach. Das heißt, der Untergang sozusagen oder das Reduzieren der spirituellen Tradition in Mitteleuropa, das ist sowas wie Fisherman's Friend. Sind die zu stark? Heißt es eher, warum sind wir so schwach? Inhaltlich in Mönchengladbach, glaube ich, da kann man was leisten. Nämlich sagen, was fürchtet ihr? Warum sind diese Männer so fremd, die sich freitags sozusagen alle in eine Richtung bewegen? Kann es vielleicht sein, dass wenn 100 oder 1000 oder wie viele Männer zusammenkommen, dass da immer sowas ist wie, wer ist mein Feind und wer ist mein Freund? Und dass das nicht nur Gebet ist, sondern eben auch Auseinandersetzung. Im Übrigen Mönchengladbach, da haben wir ein paar hundert Jahre lang die Protestanten immer nur hinterm Bahnhof wohnen dürfen, weil uns die Katholiken immer gekloppt haben. Das heißt, die Kirchen, die wir in dieser Gegend finden, sind alles sogenannte Hofkirchen. Das heißt, wir haben schon ein paar hundert Jahre da überlebt gehabt, bis wir in die erste Reihe durften. Gerade am Niederrhein hat das eine Tradition. Da würde ich gerne tatsächlich, wenn es denn geht, vermittelnd reden. Da bin ich mal gespannt. Herr Ulfgott, würden Sie sich auch als Vermittler dazu geben oder machen Sie auch Unterschiede? Oder ist für Sie ein Muslim gleich Muslim? Ist der Verein etwas anderes? Ist Herr Vogel ein anderer Repräsentant der Religion als Frau Pinn? Also ich habe eben bei dem Gespräch darüber nachgedacht, dass das Endziel bei beiden, jetzt nicht böse gemeint, das Endziel bei beiden ist die Islamisierung Europas auch. Und was mir fehlt, was mir bei beiden gegen den Strich geht, ist die mangelnde Toleranz Nicht-Muslimen gegenüber. Das finde ich als ein konkretes Beispiel. Heute auf der Seite des Zentralrats der Muslime in Deutschland finde ich genau wie vor 5 Jahren die Äußerungen, was für mich mit Demokratie, mit unserer Freiheit absolut nach wie vor nicht vereinbar ist. Ich finde dort Dinge wie beispielsweise, ein Muslim darf bei einem Nicht-Muslim nicht Trauzeuge sein. Ein Nicht-Muslim darf einen Muslim nicht beerben. Ich kann jetzt eine Viertelstunde weitermachen. Einfach Dinge, wo ich mir sage, in unserer aufgeklärten, in unserer humanistischen, in unserer früher sehr stark christlich geprägten Welt, die von Freiheit, Gleichheit, von verschiedenen Werten hier geprägt ist, da passt das für mich nicht hinein. Aber eine andere Frage, Sie erlauben mir, dass wir diese Frage einmal... Das ist ja nicht nur sein Problem, sondern wenn Sie in der evangelischen oder katholischen Kirche Trauzeuge sein wollen, verlangt diese Religionsgemeinschaft, dass Sie so oder so Mitglied sind. Deswegen, da kommen wir, an der Stelle würde ich gerne einen Schlenker machen, nochmal zurück zu der Gefahr, zu der Angst vor einer Gefahr, die ausgeht. Und das würde ich gerne diskutieren. Ist denn der Islam als Religion per se, Herr Scholler-Thur, gefährlicher als andere Religionen? Denn das ist das, was, wenn man jetzt heute auf die Straße gehen würde, viele Deutsche vermutlich bejahen würden. Man muss auch die Sache historisch sehen. Ja. Das ist eine Lehre, die aus dem 6. Jahrhundert stammt. Und ich habe neulich noch im Sudan mit Hassan Turabi gesprochen, der nun als Islamist, als Terrorist sogar gilt. Und der hat gesagt, wir können nicht einfach da stehen bleiben, wo eine Gesellschaft von Hirten und Kaufleuten damals in Mekka gelebt hat. Wir müssen den Koran, die koranische Lehre anpassen. Das ist der Ijtihad. Das ist eine Richtung, die bei den Schiiten sehr viel stärker vertreten ist als bei den Sunniten. Und im Grunde die Schwierigkeit im Islam ist, dass im Gegensatz zum Evangelium, was die Schilderung des Lebens Christi ist, auch die Friede versteht, der Koran ist das ungeschaffene Wort Gottes von Ewigkeit an. Und daran ist die ganzen Debatten im Islam von Anfang an, also von den Schulen in Bagdad, die bereits mit Aristoteles argumentierten und dann aber radikal unterdrückt worden sind, bis auf den heutigen Tag, also auf die Salafiyya, die zurückgehen will auf den ursprünglichen Koran, weg von dem Aberglauben der verschiedenen Bruderschaften, der Tarikat, die unter den Türken sehr stark vertreten sind. Das heißt, die rekurrieren im Prinzip auf eine Zeit, die seit 1500 Jahren etwa schon vorbei ist. Das ist das, was Sie sagen. Ja, der Islam in sich selbst muss sich, sagen wir, den Gegebenheiten von heute anpassen. Die Diskussion ist im Gange, aber das können wir von außen sehr schlecht beeinflussen und vor allem, wir gehen davon, es gibt einen Islam. Es gibt so viele Varianten von Islam. Allein die Aleviten bei uns sind im Grunde keine richtige Muslime. Da gibt es viel Schamanen. Ich bin bei den Jem-Sitzungen der Aleviten in Anatolien dabei gewesen. Da ist viel Christentum und Schamanismus. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ihr Verein
ein oder sind Sie auch ein Salafist? Ja, es wird gesagt. Stimmt's oder nicht? Ja, ich bin eigentlich eine Person, die diesen Namen immer vermeidet, weil das bringt mehr Missverständnisse als alles andere. Ja, aber das weil ist da gibt es wieder so viele verschiedene Facetten. Prinzipiell schon, ja. Ist für Sie die Frau gleichberechtigt zum Mann? Denn das ist ja eine der Kernfragen, die immer dann herangezogen wird, um zu sagen, das passt nicht in unserer Gesellschaft. Natürlich, wenn ich jetzt sage, die Frau ist gleichberechtigt, dann wird man zu mir sagen, hör mal, Vögelchen, der Mann darf 4 Frauen heiraten, die Frau darf nur einen Mann heiraten. Die Frau muss Kopf tragen, okay, dann sagt man vielleicht, der Mann soll Bart tragen, okay. Aber prinzipiell sagen wir, dass Frau und Mann gleichberechtigt ist, dass die Rechte aber nicht identisch sind. Aber wieso sehe ich dann bei Ihnen, dass Frauen, die man des Ehebruchs überführt, so lese ich es von Ihnen, dass es gerechtfertigt ist, diese zu steinigen als Beispiel? Das ist auch bei Männern so. Das ist auch bei Männern so. Bei Männern so. Wie ist das kompatibel? Wieso soll ich das nicht als Gefahr ansehen für meinen Kulturkreis? Wenn Sie hier aufstehen und sagen, wir sind überhaupt keine Gefahr, aber Sie sagen, das ist gerechtfertigt, eine Frau dann zu steinigen. Zweite Frage, noch ganz kurz. Nicht Frau. Eine nach der anderen und dann Frau Pink. Theologie im theologischen Seminar. Ich finde, das ist wirklich eine Frage, die auch unsere ich finde das okay, die Frage. Also das macht aber warum? Nichts. Aber das ist ja die Frage. Nein, das ist okay, das ist gar kein Problem. Aber ist Herr Vogel jetzt, er wird doch jetzt als islamische Autorität... Nein, ich bin keine islamische Autorität, ich rede doch nicht von Muslime hier. Eben, aber ich denke mal, unsere Zuschauer können das gar nicht einschätzen, wie repräsentativ, egal ob ich dem auch zustimme oder nicht, ich will damit gar nichts sagen, dass ich dem vielleicht sogar zustimme, was Herr Vogel sagt. Aber es fehlt doch den Zuschauern einfach der Kontext, um einzuschätzen, wenn ich jetzt einen Kardinal hier habe, einen Pfarrer hier habe oder sonst irgendwas, dann kann jeder Zuschauer sich ungefähr vorstellen, für wen spricht diese Person. Die Frage, die tatsächlich immer im Raum steht, und deswegen wollen wir sie auch behandeln, ist die, die immer angenommen wird, weil die Fälle sich dann auch immer wieder niederschlagen in den Zeitungen. Natürlich und die Frage heißt immer, ist der Islam frauenfeindlich? Aber wenn Herr Vogel jetzt eine ganz radikale... Aber wenn ich jetzt Sie frage, was würden Sie denn sagen? Es ist eine theologische Frage, die den Rahmen dieser Sendung übersteigt. Da Sie eigentlich auch und ich denke mal einfach, dass... dann kann man aber keine Sendungen mehr zum Thema machen. Denn ich denke schon, man muss das aber nicht in diesem Rahmen. In diesem Rahmen ist es schon eigentlich schwer, darüber können wir mal auseinanderhalten. Moment, dann Einerseits sehe ich, dass uns eine Spiritualität, wenn man so will, droht oder mit der wir uns auseinandersetzen müssen, die ist in Deutschland und Mitteleuropa so streng und ernst und fremd, weil wir, wie Peter Scholl-Latour sagt, die ganze Zeit rückwärts gegangen sind in unserer Spiritualität. Wo gibt es denn die betenden Männer in Deutschland, die sich versammeln und. Also zum ersten Mal werden wir konfrontiert mit Leuten, die es ernst meinen. Warum auch immer. Erst einmal, das finden wir fremd. Und damit können wir nicht umgehen. Bei uns ist Spiritualität bei Frauen verhaftet. Nebenbei, die katholischen und evangelischen Kirchen sind voller Frauen, bei denen sind es voller Männer. Was ist da unterschiedlich? Aber die Spiritualität, die ganzen Gibt's Untersuchungen drüber? Also das liegt aber an einem anderen Grund, dass mehr Männer in der Moschee sind. Das liegt daran, weil das Gebet für den Mann an bestimmten Tagen Pflicht ist in der Moschee. Ja, das ist ganz egal, wie die Begründung oben drauf sitzt. Ich würde trotzdem gerne, wenn es zu schwierig ist, es theologisch zu diskutieren, dann würde ich es doch glatt an einem Beispiel versuchen. Frau Pinn, jetzt müssen Sie mich einmal versuchen, das an einem Beispiel zu machen. Auch deshalb, weil das auch zu den Dingen gehört, die in der Öffentlichkeit immer mit dem Islam in Verbindung gebracht werden. Ob es nun richtig ist oder nicht, müssen Sie uns helfen. Und das sind die Fälle von Ehrenmorden, von sogenannten Ehrenmorden, über die immer wieder berichtet wird. Es ist sehr selten, dass diese tatsächlich zur Anzeige kommen. Noch seltener ist, dass jemand, der Zeuge war, auch Familienmitglied, das erzählt und darüber berichtet. Mein nächster Gast tut genau das. Wir stellen sie Ihnen in einem ganz kurzen Film vor. Bonner Landgericht 2008. In einem sogenannten Ehrenmordprozess wird der Deutsch-Syrer Ali Fuad H. zu 8 Jahren wegen Totschlags verurteilt. 14 Jahre lang war die Tat ungesühnt geblieben. An einem Morgen im Sommer 1993 hatte der muslimische Vater seine 17 Jahre alte Tochter Wafa getötet, nachdem ein Streit über ihren Lebenswandel eskaliert war. Ein westlicher Lebenswandel mit Alkohol und Sex, der den islamischen Wertvorstellungen des Vaters widersprach. Zeugin des sogenannten Ehrenmordes ist Wafas Schwester, Nurik. 10 Jahre schweigt sie aus Angst. Dann zeigt die Medizinstudentin ihren Vater und 2 Cousins an. Nur der Vater wird verurteilt. Seither lebt Nurik Apfeld zeitweise unter Polizeischutz. Jetzt will sie nicht länger schweigen und hat ein aufsehenerregendes Buch geschrieben. Und sie ist heute Abend bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, dass Nurik Apfeld zu uns gekommen ist. Guten Abend, Frau Apfeld. Die Herren
Wir müssen aufhören zu reden. Genau. Okay. Frau Apfels, in Ihrem Buch beschreiben Sie, wie die Schwester vom Vater und 2 Cousins ermordet wird. Und Sie sitzen jetzt hier, nachdem das Buch auch mit Ihrem Bild veröffentlicht worden ist, unter Gefahr von Leib und Leben. Kann man das einfach sagen, ohne dass man um sein eigenes Leben fürchten muss? Ja, das kann man so in der Form sagen. Tatsächlich besteht eine Gefahr für mich und eine Gefahr um Leib und Leben, weil ich es gewagt habe, diesen Fall publik zu machen, eine Anzeige zu erstatten und einen Prozess anzuzetteln. Aus der Sicht der archaischen Strukturen, aus denen ich stamme, ist das ein Hochverrat. Die Familie kommt ursprünglich aus Syrien. Sie sind 8 Jahre alt gewesen oder 7, 8 Jahre? 7 ungefähr. Als Sie nach Deutschland kamen, Ihre jüngere Schwester, um die es geht, war 3 Jahre alt. Sie haben mit Ihren eigenen Augen gesehen, wie diese Schwester getötet wurde. Wie geht man das überhaupt an, sein eigenes Leben dann? Also wie kann man das verarbeiten in sich? Also es war auf jeden Fall eine traumatische Erfahrung. Das heißt, ein Trauma löst in einem halt eben auch eine Schockstarre praktisch aus. Ich bin im Prinzip danach so funktionell durchs Leben gelaufen. Ich habe noch funktioniert. Ich habe meinen Alltag in irgendeiner Form versucht zu bewältigen und zu verdrängen. Also das waren einfach Mechanismen, die fast 9 Jahre lang gegriffen haben, so dass ich funktionieren konnte und versucht habe, mein Leben tagtäglich neu mit ganz viel Energie und Kraft zu begehen, wobei das mich natürlich auch sehr viel Energie dabei gekostet hat. Was haben Sie gesehen in dieser Nacht zum 29. und 29. August 1993? Ja. Ich bin morgens um 5:30 von meinem Vater geweckt worden. Er war kreidebleich, sehr fahrig in seiner Art, sehr aufgeregt. Und ich habe befürchtet, da ist was Schlimmes passiert. Ich wurde geweckt mit den Worten, komm, steh auf, ich brauche deine Hilfe. Dann wurde ich mit ins Wohnzimmer geführt und und da sah ich dann meine Schwester, halb sitzend, halb liegend auf dem Sofa, mit einem Seil um den Hals. Und sie war stranguliert worden und ihr quoll die Zunge aus dem Mund. Wer hielt das Seil in den Händen? Hinter dem Sofa standen meine beiden Cousins und für mich der Hauptaggressor, mein Cousin Khan, so heißt er in meinem Buch, hielt die beiden Seilenden und übergab sie dann an meinen Vater mit dem Befehl, ich soll sie halten. Er hat ihm richtig befohlen, gib sie weiter an deine Tochter. Sie soll sehen, was ihr passiert, wenn sie sich nicht an so Regeln hält. Dann widerfährt ihr das Gleiche. Also Ihr Vater hat in Gemeinschaft, so haben Sie es dann auch zur Anzeige gebracht, mit diesen beiden Cousins, Ihre Schwester ermordet. Und Sie sollten das Seil auch anfassen, damit Sie zum Schweigen gebracht werden. Ja, genau. Einfach dieses haptische Spüren mitbekommen, so wirklich begreifen, richtig körperlich auch begreifen, was da für eine Bedrohung ist. Ja, dass ich dann halt eben schweige und diesen Clan praktisch decke damit auch, ja. Sie waren 21 in dieser Zeit, genau. Noch zur Schule gegangen, auch an diesem Tag tatsächlich in die Schule gegangen. Das heißt, es hat doch irgendwo gewirkt, diese Drohung, das Angstmachen. Auf jeden Fall, ich habe wirklich funktioniert. Es war der erste Schultag nach den Sommerferien. Ich bin dann in die Schule gegangen, aber ich habe wirklich neben mir gestanden. Also ich weiß, das hat bestimmt ganz, ganz lange gedauert, bis ich mich wieder selbst auch ein Stück wahrnehmen konnte. Ja, bis ich im Prinzip wieder realisiert habe, was das Leben da draußen so noch zu bieten hat. Also es hat schon eine sehr lange Weile gedauert. Zur Polizei zu gehen, wäre Ihnen zu dieser Zeit nicht im Traum eingefallen? Nein, ich war voller Ängste. Ich war in diesen Strukturen, in diesem Gesellschaftssystem des Islam, des funktionalisierten Islam auch so gefangen. Ich werde da nicht auf die Idee kommen. Ich hatte auch keine Idee, was da für eine Hilfe kommen könnte. Denn damals war das Bewusstsein auch nicht da. Ich habe das an dem Fall von meiner Schwester auch mitverfolgen können. Sie ist im Jugendamt mehrfach, hat um Hilfe gebeten und es kam keine Hilfe. Was hat sie gesagt? Was für Hilfe suchte sie oder welchen Schutz? Sie wollte raus aus der Familie, weil sie eben dort sehr viel Gewalterfahrung gemacht hat. Sie wollte einfach ein ganz normales, freies, westliches Leben führen, wo die Menschenrechte geachtet werden und das Grundgesetz eingehalten wird. Und darum hat sie sich wirklich bemüht und das wirklich über Jahre. Und sie wurde im Stich gelassen. Und das war für mich auch so der Aufhänger. Ich finde da draußen auch keinen Schutz. An wen soll ich mich wenden? Also schweige ich lieber, dann kann ich wenigstens überleben. Was hat denn Ihre Schwester, in Anführungszeichen, verbrochen, um diesen Tod zu verdienen? Ach, gar nichts. Meine Schwester war ein ganz normal pubertierendes Mädchen. Sie hat ganz normal eine Sozialisation ab dem 3. Lebensjahr in Deutschland erfahren, im Kindergarten, dann in der Schule, hat ein sehr gutes Deutsch gesprochen und im Prinzip wollte sie so frei leben wie alle anderen Kinder in ihrer Umgebung auch, alle anderen westlichen Kinder. Wir sind in einer deutschen Umgebung aufgewachsen, das heißt, da waren auch relativ wenige orientalische Einflüsse da oder eben archaische Einflüsse. Und sie hat auch Freunde gehabt und hatte einen Lebenswandel, der eben eher westlich ist? Genau. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie schon ein Kind bekommen, weil sie schon von der Familie zurückgeschickt wurde, ich glaube in die Türkei, um eben
damit man sie wieder in den Griff bekommt. Um sie zu islamisieren. Also ich benutze das hat aber nicht es hat nicht funktioniert. Sie ist zurückgekommen.